Hamburg bezeichnet sich selbst ja gerne als Fahrradstadt. Aber bisher konnte ich dies in der neueren Infrastruktur noch nicht sehen. Heute zeige ich euch die erste neu gebaute Infrastruktur, die mich wirklich an das Straßendesign aus den Niederlanden erinnert hat. Die Luise-Schröder-Straße, eine graue Hölle im Westen Hamburgs. Eine Einbahnstraße mit 3 Fahrstreifen für Autos, kaum Grün und schlechter Infrastruktur für RadfahrerInnen und den Fußverkehr. All dies soll sich in eine ruhigere und grünere Landschaft mit exzellenten Radwegen verwandeln. Aber ist dies in Deutschland überhaupt möglich? Die Luise-Schröder-Straße war vor dem Umbau eine Einbahnstraße mit 3 Fahrstreifen für den Kfz-Verkehr. Davon wird nach dem Umbau nur noch eine einzige übrig bleiben. Der Radverkehr wird direkt nach der Kreuzung von der Fahrbahn weg auf einen abgetrennten, breiten Radweg geleitet. Hier hat man erstmals großflächig den neuen Standard von asphaltierten Radwegen umgesetzt. Ich hoffe, dass dies nun zum Regelfall wird. Abgegrenzt sind die Geh- und Radwege durch 64 neu gepflanzte Bäume. Insgesamt hat der Straßenzug daher nun 92 Bäume. Auch die Gehwege sind nun breiter als zuvor und von den Radwegen in der Höhe abgetrennt. An Ein- und Ausfahrten ist nun überall Platz eingebaut, damit Autos vor den Radwegen auf eine Lücke warten können. Dies weicht von den bisherigen Standards in Hamburg ab. Auch an den Zu- und Abgängen vom Radweg in die Seitenstraßen wurde gedacht. Eine passende Markierung auf der Fahrbahn, wie in den Niederlanden üblich, habe ich jedoch vermisst. Auch die Grünflächen wurden stark vergrößert. Dadurch erhöht sich die Aufenthaltsqualität in der Straße im Vergleich zu vorher massivst. Die neu aufgestellten Radbügel sind bereits vor Fertigstellung ausgelastet. Der Bedarf scheint also da zu sein. Ich warte jedoch immer noch auf die besseren Radbügel, welche in den Niederlanden gerne aufgestellt werden. Of course, this wouldn't be a video about something Dutch if I didn't include at least something about bike parking. The reconstruction reduced the available parking spaces from 23 down to 18. Some of that extra space was used to install 5 tulip-style bike racks next to the car parking. And yeah, I just had to be the first person to use it. Leider kann man viele der neuen Fahrradparkplätze nicht direkt vom Radweg aus erreichen, da der Bordstein nicht abgesenkt wurde. Das ist sehr schade. Ich fragte das Bezirksamt Altona, warum man den Bordstein nicht einfach absenkte, und dies war die Antwort. Die Fahrradanlehnbügel beginnen direkt westlich des Bereichs, wo FußgängerInnen den Radweg queren. Hier, sowie auch noch auf Höhe der ersten 3 Bügel, besteht keine Bordansicht. In der Planung ist angedacht worden, dass Radfahrende, welche ihr Fahrrad dort anschließen wollen, im Bereich der Querungsstelle die Möglichkeit haben, abzusteigen und ihr Fahrrad dann zu Anlehnbügeln zu schieben. Ebenso wurden einige Modalfilter eingebaut, welche nur dem Fuß- und Radverkehr die Durchfahrt gestatten. Die Autoparkplätze werden zukünftig mittig an der Fahrbahn angeordnet. Der Radverkehr ist davon strikt getrennt. Bei dem Umbau wurde die Anzahl der verfügbaren Parkplätze von vorher 179 auf nur noch 83 mehr als halbiert. Für den Radverkehr ist die Einbahnstraße in beide Richtungen freigegeben. Aus dem Kreisverkehr kommt man bequem auf den neuen Radweg. Dieser ist am Beginn eingeengt, damit Autos dort nicht entlang fahren. Nach dem Durchgang wird der Radweg wieder schön breit.
Deutsche werden das nicht glauben können, aber hierbei handelt es sich wirklich um einen Radweg und keine Fahrbahn für Autos. Rot gefärbten Asphalt, wie in den Niederlanden, hätte ich mir gewünscht. Leider wurde dieser nicht verbaut. Auch hier fragte ich beim Bezirksamt Altona nach, was die Gründe dafür sind. Die Antwort lautete folgendermaßen. Bei der Maßnahme wurde sich aus folgenden Gründen für eine klassische Asphaltierung entschieden. Eine echte rote Asphaltdeckschicht lässt sich nur mit einem farblosen Bindemittel erreichen. Hierbei handelt es sich um synthetische Gemische aus Kunstharzen und aus erdölbasierten Komponenten. Die Baustoffgemische können nicht wie Bitumen recycelt werden. Die Eigenschaften sind auch nicht mit den Eigenschaften von herkömmlichem Asphalt zu vergleichen, was den Unterhaltungsaufwand erhöht. Darüber hinaus sind echte rote Asphaltdeckschichten insbesondere bei kleinteiligen Flächen deutlich teurer, unter anderem das Asphaltmischwerk und alle Maschinen müssen gereinigt werden und werden aus Gründen der Wirtschaftlichkeit in Hamburg derzeit nicht eingesetzt. Auch wenn es mal Aufgrabungen durch Leitungsunternehmen gibt, könnte nicht sichergestellt werden, dass wieder ein roter Asphalt verwendet wird, bzw. dass dieser dieselbe Farbe besäße. Leider hört dieser wunderschöne neue Radweg am Ende der Straße bereits wieder auf und RadfahrerInnen müssen wieder zurück zwischen die Autos. Man kann nur hoffen, dass man hier irgendwann auch sicher und bequem auf getrennten Radwegen weiterfahren kann. Auch die umliegenden Parks werden erneuert. Einiges Neues kann man schon erkennen. Neue Bänke wurden aufgestellt und weitere Bäume gepflanzt. Die Fahrbahn ist nun weiter weg und der Lärm viel leiser geworden. Man hört nun auch endlich wieder Vogelgezwitscher. Früher hat die Straße die Parks voneinander abgeschnitten. Nun können FußgängerInnen die Straße schnell und bequem überqueren. Die Südseite ist noch nicht fertig. Die Arbeiten sind mitten im Gange. Ich freue mich bereits, wenn die Arbeiten komplett abgeschlossen sind und der Radverkehr rollen kann. Wie findet ihr den Umbau der Straße für deutsche Verhältnisse? Schreibt es gerne in die Kommentare. Dies war mein erstes Video nach dem neuen Stil. Wie hat euch das Video gefallen? Wünscht ihr euch mehr Videos auch über andere Projekte und Themen in Hamburg? Lasst es mich gerne wissen. Ich möchte mich bei meinen UnterstützerInnen bedanken. Ihr macht das Videos erstellen leichter. Wenn auch du mich unterstützen möchtest, gehe auf www.patreon.com/Fahrradstadt Hamburg.